Ja, hallo Freunde der A14-Baustelle. Heute fliegen wir mal die komplette Strecke vom Anschluss Stendal Süd bis nach Osterburg. Ja, musste ich in vielen, vielen kleinen Stückchen abfliegen. Und einer von meinen Abonnenten oder von den Leuten, die meine Videos kommentieren, hatte reingeschrieben, ich soll doch bitte mal Luftbilder mit reinsetzen, damit er auch weiß, worum es überhaupt geht. Ja, ich dachte immer, alle, die meine Videos gucken, wissen noch, wo das ist, wo ich fliege. Na gut, also wir sind hier Anschluss Stendal Süd, der soll jetzt nächstes Jahr im Sommer irgendwann freigegeben werden. Also hier Stendal, genau, hier kommt die A14 von Süden an. Hier ist Anschluss Lüderitz. Das ist Stendal Süd, 6 Kilometer, das wird jetzt freigegeben nächstes Jahr. Und hier geht es dann weiter nach Norden. Ja, hier geht es erstmal über die 3 Eisenbahnlinien rüber. Wir haben so einen riesigen Damm aufgeschüttet in dem Bereich. Hier ist die ECE-Südumfahrung. Hier ist die Strecke Stendal-Wolfsburg und hier ist die Strecke Stendal-Uelzen. Ja, und wie man sieht, hier ist immer noch Damm. Und hier ist dann schon die Abfahrt Stendal oder Stendal Nord. Oh, der Name steht noch nicht richtig fest, habe ich gehört, keiner weiß es. Ja, und hier ist dann auch der Damm dann endgültig zu Ende und von hier bis Osterburg ist die Autobahn dann ebenerdig. Ja, hier zwischen Ömlingen und Schernikau geht sie durch. Ja, der Bereich hier von Stendal Süd bis Stendal Nord soll, glaube ich, zur gleichen Zeit freigegeben werden wie die Strecke von Stendal Nord bis Osterburg. Aber ob das so stimmt, weiß auch keiner. Wer weiß, was in den nächsten Jahren noch alles passiert. Ja, hier geht es am Flugplatz vorbei. Dann hier an Belkau, könnt ihr dann auf dem Video schön sehen, weiter nach Norden. Jo, hier kommt erstmal eine ganze Strecke, nur Acker und ein bisschen Wald. Da bin ich heute gerade mal lang geflogen und dann kommt hier das Dorf Rochow. Hier haben sie, das heißt, hier bauen sie noch die Brücke. Ja, da das hier erst in ein paar Jahren aktuell wird, können sie da noch eine Weile in Ruhe weiterbauen an der Brücke, aber es geht langsam, aber sicher voran. So, und geht's hier weiter Richtung Nordwest am Dorf Polkau vorbei. Ja, hier ist so eine nee, das ist ja die Straße von Polkau nach Ballerstedt. Genau, ja, da war ich auch schon ewig nicht mehr. Jo, hier habe ich mich heute oben raufgestellt. Hier haben sie schon die Brücke, die Auffahrt, die Rampe aufgeschüttet. Da hat man schon eine gute Übersicht. Da kann man schon ein Stück fliegen von dort. Und da geht es dann weiter nach Norden. Hier quer durch den Windpark durch, Windpark Storbeck ist hier. Hier kann man schön die Trasse überall noch sehen, obwohl sie ja hier im Prinzip noch nicht so richtig markiert ist. Und hier kommt dann Anschluss Osterburg hin. Ja, hier rechts ist schon Osterburg. Das ist dann ja so eine Minute Fahrt hier von der B189. Ja, weiter nach Norden kann man hier auf den Luftbildern noch gar nicht sehen. Aber da werde ich sicherlich vielleicht nächsten Sommer mal noch einen Komplettabflug bis zur Elbbrücke in Wittenberge machen. So, jetzt wisst ihr erstmal Bescheid und da fliegen wir heute mal lang. Einen wunderschönen guten Morgen im November 2025, minus 6 Grad. Ich bin mal wieder an der A14-Baustelle, ungefähr 1 Kilometer nördlich von der zukünftigen Abfahrt Stendal Süd, hier auf diesem riesigen Damm, wo 3 Eisenbahnstrecken überbrückt werden. Da vorne ist die ECE-Strecke Südumfahrung Stendal. Hier ist die Strecke Wolfsburg-Stendal und da hinten 1,5 Kilometer entfernt ungefähr das ist die Strecke Stendal nach Uelzen, diese Amerika-Linie. Ja, und hier haben sie mächtige Dämme aufgeschüttet in den letzten Jahren, um die 3 Strecken zu überbrücken. Und wir fliegen heute mal den Bereich, der erst in mehreren Jahren freigegeben wird. Und zwar habe ich vor, auch mal die komplette Strecke von Stendal Süd bis nach Osterburg per Drohne zu dokumentieren. Ja, das machen wir dann mal und ja, wird sicherlich ein interessantes Video. Da muss ich dann alle Anflüge zusammenschneiden, damit das funktioniert. Und da kommt gerade ein langsamer ICE lang gefahren mit Tempo 50. Was soll das? Ach, wahrscheinlich wegen der Baustelle.